Auf unserem Weg von Deutschland nach Südafrika sind wir mittlerweile in Zentralafrika angekommen. Nachdem wir die letzten 2 Wochen in Nigeria verbracht haben, geht es jetzt nach Kamerun. Es gibt momentan nur einen einzigen Grenzübergang zwischen Nigeria und Kamerun, der für uns in Frage kommt. Alle anderen Grenzen sind entweder geschlossen oder führen uns durch gefährliche Gebiete. Also fahren wir tief in die nigerianischen Berge, zu einer kleinen Berggrenze, wo wir nach Kamerun einreisen können. Wir sind gerade vor einer halben Stunde ausgereist aus Nigeria und kämpfen uns jetzt hier so einen Offroad-Track lang, bis wir an die Grenze zu Kamerun kommen. Hier ist das Gelände jetzt wirklich so tough, mit diesen ganzen Felsen zwischendurch, dass ich immer wieder aussteigen muss, um zu gucken, dass das auch wirklich passt mit dem Auto. Weil wenn wir nämlich hier mit der Ölwanne aufsetzen oder so, das wäre richtig scheiße. Das ist schon eine ziemlich krasse Strecke hier. Wenn ich diese Strecke nur so gesehen hätte, hätte ich gesagt, da können wir nicht durchfahren. Fuck. Fuck. Jetzt langsam. Wo ist Julian lang gefahren? Da ist aber fast stecken geblieben. Also wenn ihr die Möglichkeit Aber hier ist Nee, das ist zu steil, das ist zu steil. Nee, ich glaube nicht, Nein, das ist zu steil. steil. Das ist zu steil. Das ist zu steil hier links. Ja. Nein, 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 Nee, nein. ist okay, das geht nicht. Wir müssen hier über die Mitte drüber fahren. Ja, das da vorne, das war schon hart. Ich habe richtig Herzklopfen jetzt. Aber haben wir hinbekommen. So, nächste Challenge, der Fluss. Das hieß von Anfang an, dass das eine Challenge wird. Wenn ich mir das anschaue, glaube ich aber nicht, dass das ein Problem sein sollte. Da führt ja einfach so eine Betonbrücke quasi durch. Na dann. Let's do this. Herzlich willkommen in Kamerun. Wir sind jetzt über die Grenze, wir sind im Land. Wir haben jetzt mal gerade wieder die Position getauscht und die Strecke bleibt schwierig. Allerdings. Es ist echt. Das ist richtig heftig mit Matsch und steil und Felsen. Also ich dachte, wir wären vorher schon viel Offroad gefahren, aber das hier sind jetzt nochmal was ganz anderes. Ja, definitiv. Das hat Spaß, oder? Ja. Wie fühlst du dich? Jetzt wird's matschig. Ja, hier rechts können wir lang, ist zwar ein bisschen eng und da muss man auch durch den Matsch, aber da wollen wir nicht durch. Let's go. Das ist schon eine ziemlich krasse Strecke hier und ich glaube, wir haben sogar noch Glück. Ich meine, die Regenzeit hat zwar offiziell schon angefangen, aber es hat wohl noch nicht so viel geregnet in den letzten Tagen oder Wochen. Und jetzt gestern Nacht hat es nicht geregnet und heute auch nicht. Es ist ein sonniger Tag und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Sonst wäre das hier, glaube ich, alles noch rutschiger und die Pfützen wären noch tiefer und es wäre alles noch schwieriger. Also, ja, es geht schon irgendwie, aber es ist echt schon tough. Na, wie war das? Das ist ein richtiges Biest. Wenn ich diese Strecke nur so gesehen hätte, hätte ich gesagt, da können wir nicht durchfahren. But we did it anyways. Synchro for the win. Gut Alter. gemacht. Scheiß auf alle anderen. Aber echt, Synchro ist der Beste. schon eine tolle Karre. Was soll ich sagen? Sorry Toyota und Land Rover. Okay, Essen. Was? Es gibt Reis mit Bohnen. Geil. Wir haben uns angepasst. Da muss jetzt auch wieder gucken, dass wir nicht in der Mitte da hängen bleiben. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind in Banjo, der ersten großen Stadt in Kamerun. Wir waren jetzt 3 Tage so ziemlich off the grid. Natürlich hatten wir diese kleinen Dörfer, in denen wir waren, aber die waren auch schon sehr, sehr abgelegen. Und ja, jetzt sind wir angekommen. Das ist quasi jetzt auch das Ende dieser Offroad-Strecke. Das heißt nicht, dass die Straßen ab hier besser werden. Wir haben da auch schon Stories gehört, dass man ab jetzt immer noch nicht besonders schnell vorankommt.
Aber wir haben immerhin jetzt wieder richtige Straßen und hoffentlich auch nicht mehr so viel Matsch und so weiter. Aber ich fand es doch richtig cool. Mir hat es total Spaß gemacht die letzten Tage. Das war echt eine coole Strecke. Und jetzt geht's wieder los, wie in jedem neuen Land. Erstmal Geld tauschen, dann SIM-Karte besorgen, dann eventuell noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen, bevor wir zum heutigen Schlafplatz gehen. Es ist auch schon wieder Nachmittag, aber ich glaube, gleich haben wir es geschafft. Wir wollten das westafrikanische CFA zu zentralafrikanischen CFA tauschen. Geht nicht, aber wir können Euro zu CFA tauschen. So, ist immer noch beim Geldtauschen. Sind schon 20 Minuten. Es dauert mal wieder. Wartet mal, wie der Laden heißt. Der heißt Express Change. Express. Finish. Ja, wie war's beim Es war richtig expresshaft. Hat nur eine halbe Stunde gedauert. Aber wir haben jetzt hier unser Geld. Du hast erst gedruckt oder was? Ja, ich glaube schon. Die hat mir, ich musste eine Passkopie abgeben. Ja, dann hat er die abgeschrieben und noch ein anderes Buch abgeschrieben. Ja, aber oder? dann musste ich. Nee, hat er die wirklich abgeschrieben? Ja, das war eine Frau. Nein, sie hat, weiß ich nicht, jetzt so ein paar Sachen abgeschrieben. Auf jeden Fall hat sie mir dann irgendwann die Kopie wieder hingelegt und meinte so, bitte 3-mal unterschreiben. Und dann musste ich 3-mal untereinander meine Unterschrift auf diese Kopie setzen. Und dann musste ich noch für Julian klären, dass der dann noch Rückgeld kriegt, weil er hatte nur einen 200-Euro-Schein. Und sie wollte nicht, und er wollte eigentlich nur 100 Euro wechseln, aber sie hatte keine Euros. Und dann musste ich sie überreden, dass sie ihm meine 50 Euro, die ich ihr gegeben hatte, ihm zurückgibt. Und dann meinte sie erst so, ah nee, das ist kompliziert, das geht nicht. Aber dann ging es irgendwann doch. So, wir haben jetzt eine neue SIM-Karte. Es dauert alles einfach, aber ich bin da mittlerweile schon ganz gechillt. Ja. Wir müssen uns halt in jedem Land eine neue SIM-Karte holen, weil sowas wie EU-Daten-Roaming gibt es hier nicht. Deswegen ist das immer eine der ersten Aktionen, die wir erledigen. Aber haben wir jetzt, wir haben 12 GB, das ist sauteuer. Hat wie 15 Euro für 12 GB. Naja, aber jetzt wird es dunkel, deswegen müssen wir jetzt mal Richtung Stellplatz fahren, so langsam. Weil ich will jetzt einfach auch mal entspannen nach diesen letzten Tagen. Let's go. Und mehr Brot. Okay. Endlich wieder richtiges Brot. Oh, das sieht gut aus. Endlich mal wieder Gassi-Runde in der Natur. Das hatten wir ja die letzten Wochen überhaupt nicht in Nigeria, weil es einfach nicht ging. Aber jetzt konnten wir endlich mal wieder frei stehen und ja, sind jetzt mitten in der Natur. Ich habe schon vermisst auf jeden Fall. Morning! Ich sitze hier im Pullover am Steuer. Can you believe it? Wir hatten wieder eine richtig gute Nacht. Das war wieder richtig angenehm. 18 Grad. 18 Grad nachts. Das Beste. Und jetzt sind wir wieder früh unterwegs. Ich dachte ja irgendwie, dass jetzt, wenn wir erstmal diesen Bergpass hinter uns haben, dass jetzt alles besser wird, also von den Straßen. Aber angeblich liegen jetzt wieder ein paar richtig schlechte Straßen vor uns. Deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Also weil der Plan für Kamerun ist jetzt relativ schnell auch durchzufahren, weil wir auch nicht viel Zeit mehr mit unserem Visum haben. Und wir steuern jetzt direkt die Hauptstadt an, Yaoundé, und werden dann da noch ein paar Sachen erledigen. Bis dahin sind es, glaube ich, auch nur 500 Kilometer. Aber ich glaube, das werden trotzdem mindestens 2 oder 3 Tagestrips. Yes. Naja, und da kommt schon wieder eine Sketchbrücke. Wir fahren jetzt gerade schon, wir fahren schon 100 Kilometer ungefähr. Ne, nicht mal. Nee. 80 Kilometer auf dieser Straße, die ist durchgehend so. Bis auf sehr, sehr wenige Meter. Warte. Und das hier ist eine Nationalstraße. Also, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir haben jetzt immer noch 90 Kilometer heute auf der Etappe. Mehr werden wir auf jeden Fall nicht schaffen. Und ich hoffe, dass es nicht morgen auch noch so weitergeht.
Danke. Was jetzt? Yes. Kürbiszüppchen. Ja, Mann. Ich kriege aber so richtige Herbstgefühle durch die kühle Luft. Mhm. Ich wollte schon sagen, durch die Kälte, aber Durch die Kälte. das ist jetzt übertrieben. Ist ja immer noch 20 Grad. Nee, ja doch, 20. Krass, oder? Wie sich 20 Grad auf einmal kalt anfühlen. Ja. Lecker. Irgendwo. Welcome to Yaoundé. Ist das eigentlich die Yaoundé oder Douala die Hauptstadt? Guten Morgen aus Yaoundé, aus der Hauptstadt von Kamerun. Unser Stellplatz hier ist rein zufällig eine Werkstatt, was sich ziemlich gut trifft. Wir haben nämlich leider ein bisschen was verloren in den letzten Offroad-Touren. Hinten links und rechts sind unsere Schraubfedern ein Stück abgebrochen. Ist aber nicht so schlimm. Wir können nämlich hier in dieser Werkstatt das ganze Werkzeug und vor allem auch die Böcke und alles benutzen, was mega nice ist. Und das nutze ich auch gleich mal aus, damit ich mich um dieses Problem hier kümmern kann und damit uns jemand neue Federn besorgt. Pull-out game is atrocious. I can have another kid, wouldn't notice. Every child is born with a little bit of light. People say me and my kids, we don't look alike. Bedtime routine, we don't miss a Also der night. Plan ist jetzt, dass wir das ganze Fahrwerk jetzt so hochlegen, wie es jetzt gerade ist. Kein Problem, ne? Der Reifen hängt zwar in der Luft, aber Ja, aber ein neues Fahrwerk ein. Spaß. nicht jetzt, Hase. Bald. Okay. Wobei man jetzt schon mal sagen muss, dass wir auch mit nicht unendlich viel Bodenfreiheit jetzt schon ziemlich Ja. gut hier überall durchgekommen sind, durch die krassen Straßen. Das stimmt. Ein Aber Hoch irgendwie- auf Bilbo. Das ist ja jetzt auch wirklich mit den Federn, das ist jetzt nicht weiter tragisch. Wir können theoretisch auch so weiterfahren, weil die nämlich auf beiden Seiten an genau derselben Stelle gebrochen sind. Das heißt, der hängt jetzt nicht super schief, aber es ist natürlich trotzdem besser, wenn man es jetzt repariert. Und das Geile ist, dass wir hier voll den Service haben, weil der Werkstattbesitzer hier, der ist total nett und der schickt dann einfach einen Mitarbeiter los, der das sucht, weil Ersatzteile finden ist halt echt immer sehr schwer, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Die fühlen sich so groß an, die Reifen, wenn die nicht drauf sind. Aber sie sind voll winzig. Naja. Winzig waren die wir vorher drauf hatten. Das stimmt. Stoßdämpfer ist entfernt. Kann ich die Feder rausnehmen. Here we go. Hier sieht man, hier ist es abgebrochen. Eigentlich sieht es so aus. Was sind das jetzt? 2 cm vielleicht? Ja. Das ist nicht ganz so tragisch, aber also irgendwie war es ja schon klar, dass das passiert. Ich meine, das Fahrwerk ist immerhin auch schon, wie viel? 37 Jahre alt? Ja. Wir machen jetzt einen Quickfix und irgendwann kommt richtig Geiles rein. Foundation. What you do now, tell you who you plan to be. Keep it real, it starts where your family. Foundation. Kleines Auto-Update. Die Jungs hier aus der Werkstatt haben wirklich den ganzen Tag versucht, diese Federn hier in der Stadt aufzutreiben. Aber leider konnten sie nicht auffinden. Ja, das Auto ist halt recht selten hier in der Gegend. Aber ist nicht weiter so schlimm. Wir haben nämlich trotzdem eine Lösung gefunden. Zwar haben wir uns einfach hier von einem Local aus Gummi solche Unterlagen anfertigen lassen und die gleichen jetzt die Höhe aus, die wir durch die abgebrochene Feder verloren haben. Das sollte auf jeden Fall bis Südafrika halten, fingers crossed. Und dann kümmern wir uns darum, ein richtig gutes Fahrwerk einzubauen. Solange nehmen wir jetzt mit diesen Gummiunterlagen vorlieb. Die sind aus alten Reifen von Baggern gemacht. Das heißt, das ist super, super stabiles Gummi. Ich hoffe, dass es jetzt noch 1-2 Monate hält. Und dann ist gut. Man findet immer eine Lösung, auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt die schönste ist. Aber es muss funktionieren. What you do now, tell you who you plan to be. To keep it real, it starts where your family.
haben uns gerade darüber unterhalten, was wir heute zum Mittag essen wollen und dann ist die Entscheidung ziemlich schnell auf Löwenanteil gefallen. Vielleicht kennt ihr es noch, wir haben euch die Firma schon mehrmals vorgestellt. Löwenanteil stellt Fertiggerichte her. Die kommen in so einem kleinen praktischen Glas und sind super schnell zubereitet und vor allem super lecker. Es gibt sehr viele verschiedene Sorten, vor allem auch ziemlich viele vegane Sorten, die wir alle schon durchprobiert haben. Mein Favorit ist ja das Chili Vegano, was wir hier noch haben. Dieses Glas schleppen wir jetzt auch schon seit Europa mit uns rum. Haben uns das so ein bisschen aufgespart. Wir haben auch nur noch 2 übrig, aber das ist nicht so schlimm, weil die mindestens 1 Jahr lang ungekühlt haltbar sind. Trotzdem habe ich Lust, das jetzt zu essen. Die Gerichte von Löwenanteil sind aus 100% Biozutaten hergestellt. Sie sind super proteinreich. Hier in diesem Glas sind einfach 30 Gramm Protein drin. Und super vielseitig und super schnell zubereitet. Und wenn wir beide davon essen wollen, dann machen wir einfach noch irgendwie eine Schüssel Reis dazu. Also so ein Glas plus irgendwie ein kleiner Topf Reis reicht für uns für eine große Mahlzeit und das finde ich ziemlich cool. Das ist eine coole Lösung, wenn man mal keine Lust hat zu kochen oder wenn man halt einfach Lust auf so ein Gericht hat. Und das habe ich jetzt. Also let's cook it. Falls ihr euch auch was von Löwenanteil bestellen wollt, dann könnt ihr mit unserem Code TheFilmPeople10 ganze 10% auf eure Bestellung sparen. Wir haben euch den Link unten in die Beschreibung gepackt. So, 1 week later. Wir sind immer noch hier auf dem Werkstattgelände in Yaoundé. Wir waren jetzt ungelogen einfach über 1,5 Wochen hier, glaube ich. Heute ist Samstag und morgen läuft unser Kamerun-Visum aus. Wir sind mitten im Land und wir müssen jetzt heute mal wirklich los und am besten Fall heute noch ausreisen, weil I don't wanna overstay my visa. So, aber erstmal müssen wir dieses Chaos hier bewältigen, was sich in den letzten 1,5 Wochen hier verbreitet hat. Und dann erst mal tanken. Geht es mit dem Gestell da hinten? Bye! Bye bye! Hallo, hallo, seid ihr wieder auf Funk? Back on track, let's go! Yay! Wir haben immer noch Nadja und Julian im Gepäck. Das war jetzt eigentlich auch der Grund, warum wir doch länger als geplant jetzt hier in der Werkstatt waren, weil wir immer auf die beiden warten. Nein, Spaß. Weil die krank waren die letzten 2 Tage und deswegen haben wir das dann quasi gemeinsam ausgesessen und fahren jetzt zusammen weiter. Und heute geht's nach Gabun! Comment vous allez? C'est bon. Vous allez en campagne aussi? Bien, merci. Pardon? Vous allez Au Gabon. au Gabon? Oui. Oui. Ça va? J'ai vu Nathalie ici avec Ismaël. Ah, vous connaissez Oui, 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 oui. ils sont notre Ils ami. partent en Tanzanie. Ils Ah oui, partaient oui, en nous allons Tanzanie. à Afrique du Sud, après nous retournons à Europe, à Égypte. Ah, en Et- Égypte. Oui. Vous partez, vous rentrez chez vous. Oui. Ah, So, erste Handlung für heute, oh merci. Ah, non, c'est bon. Erste Handlung für heute ist erstmal wieder zu tanken. In der Stadt gibt es eine große Auswahl an Tankstellen und die nehmen auch Karte, sehr gut. Und wir füllen unseren Ersatzkanister wieder auf. Ne? Immer gut, einen voll zu haben für den Notfall. Der Mann hier ist auf jeden Fall sehr gesprächig und er kennt 2 andere Reisende, mit denen wir im Senegal zusammengereist sind. Lustig, oder? Nathalie und Ismail, hat er direkt gesagt. Ok. Montez un peu votre carte. Carte Visa. Oui, Cap, Oui. wieder. Gazole. Gazole ici. Oui, oui, Gasol. Na, Nadja, wie geht's? Hast du Bock, weiterzufahren? Voll! Wir sind vorbereitet. Injection Cleaner, Motor Oil. Habt ihr jetzt alles? Ja. Weiter geht's. Google hat mal wieder eine tolle Abkürzung gefunden für uns und hat uns jetzt aus Versehen auf die Scenic Route geführt. Und das ist eigentlich mega geil, weil wir jetzt hier so eine nicht ganz so gute Straße langfahren, aber dafür so mitten durch den Dschungel und das sieht mega cool aus. Oder? Cool sieht's aus, allerdings müssen wir eigentlich heute noch an die Grenze kommen. Und wir haben schon 3:30 und es wird um kurz nach 6 dunkel. Und wir haben noch 80 Kilometer Offroad bis zur Grenze. Also, ob wir das schaffen, I don't know.
Die Sonne geht gleich unter. Es ist 5:45 und wir sind hier noch mitten im Urwald. Wir haben noch irgendwie 30 Kilometer bis zur richtigen Straße wieder. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Und wir wollen hier auf keinen Fall im Dunkeln langfahren. Das ist nämlich echt eine sehr anspruchsvolle Strecke. Deswegen haben wir jetzt hier im nächsten Ort angehalten, also in irgendeinem Dorf. Und wollen jetzt fragen, ob wir hier auf, ich glaube, das ist ein Schulgelände oder sonst was übernachten können. Ja, schauen wir mal. Jetzt kommt hier gerade das ganze Dorf runtergelaufen. Ja. Aber wir gehen jetzt mit dem zum Chief und fragen, ob es okay ist, hier zu parken. Okay. Wir dürfen bleiben. Nice. Wir haben gerade den ganz lieben Chief getroffen und er meinte, das wäre gar kein Problem. Und er meinte sogar, wir sollen noch weiter vorkommen, weil es da sicherer ist. Aber er hat verstanden, dass wir es hier schöner finden, weil es ruhiger ist. Also, voll schön. Die Leute auch noch voll nett, ja. Alle. Ja, schön. Na dann packen wir uns noch ein bisschen besser, oder? Ja, wo wollen wir denn hin? Hm, Wollen wir auf die Wiese vielleicht- oder auf das Dorf? ich würde sagen, wir stellen es lieber hier, Ja, stellen wir da uns so mal auf die hier, Fläche. Alter. Ist das eine Schule? Stehen dann morgen um... Ist morgen Sonntag. Ah, stimmt. Also stehen hier morgen nicht um 6 die Kinder vor unserer Tür. Super. Na dann. Approved? Ich finde, das ist irgendwie fast schon so ein Afrika-Klischee-Bild, was man hier hat. So Urwald, dann so eine kleine Häuseransammlung und ja, unser Camp für die Nacht. Gibt es Kleine Frisbee-Session mit den Kids. Das ist voll cool, weil beim Frisbee muss man es nicht erklären, man muss einfach nur anfangen. Nadja und ich haben angefangen, uns das zuzuwerfen, dann haben die direkt mitgemacht. Das ist richtig nice. Man muss halt gar nicht erklären. Das ist auch uns besorgen. Ja, stimmt. Der Chief und seine Frau kamen jetzt gerade nochmal her, um zu gucken, ob alles gut ist und ob wir hier uns gut eingefunden haben. Und haben nochmal gesagt, dass es gar kein Problem ist. Und es ist total schön. Es ist irgendwie total lieb. Und die ganzen Kinder sind auch total cute. Also schön. Schöner letzter Abend in Kamerun. Jetzt haben wir wenigstens doch noch mal ein paar Leute kennengelernt. Wir haben irgendwie kurz nach 7 und die anderen meinten, dass es seit vor 6 schon hier Leute um ihr Auto rumlaufen und gucken, was da abgeht. Das ist natürlich ein großer Vorteil an unserem Gefährt, dass wir sowas ja nicht so richtig mitkriegen. Also stört uns jetzt ja nicht, weil wir hier drin ja trotzdem gut schlafen können. Jetzt geht's nach Gabun. Heute ist der letzte Tag, an dem unser Visum gilt. Wir haben noch nie, glaube ich, ein Visum auf dieser Reise so ausgereizt wie dieses. War nicht besonders lang, aber wir sind echt auf den letzten Drücker, deswegen müssen wir jetzt echt rüber. Let's go! Au revoir, merci! So, raus geht's hier aus diesem Ort. Das war total lieb. Es war richtig schön, wie wir hier empfangen wurden. Und jetzt haben gerade nochmal alle gefragt, wie unsere Nacht war, ob alles gut war. Also eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Oh no. Oh no. Was ist das Scheißstrecke? So! So! Man rutscht hier die ganze Zeit, ne? So! Ja. Langsam. Warte mal, hinten rechts. So, Nee, da Sitzt der auf hinten? Ja, der sitzt da auf. Der rechte Brett ist nicht mehr auf dem Boden. ja, und der dreht durch. Wenn wir jetzt nicht langsam mal links lenken, dann fahren wir da immer tiefer rein. Ja, oder die Bleche halt. Nehmt doch eure... Ja, die sind scheiße. Also San! Wie pousser? Also hinten rechts, aber da sind wir halt auch ein bisschen in der Luft. Das Go! Let's go! Ja. Weiter. Ja, gib weiter.
Kein Problem. Give me 5 million. 5 million. I give you. Okay, das war ganz schön aufregend. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt direkt geschafft haben. Deswegen ist es gut, wenn die anderen vorfahren. Aber das ist gut gemacht. Danke. Hast du Angst? Nö. Hast du die Sperren drin? Nee, nicht mal. Man muss halt richtig langsam fahren, weil die Reifen, das Profil setzt sich einfach so zu, dass man keine Chance mehr hat, wenn man einmal abrutscht. Und die anderen sind ja wirklich aufgesetzt mit ihrem Differential. Okay, let's hope, dass es nicht so weitergeht. Wir müssen heute noch zur Grenze kommen. Ja, okay. Wir sind einfach mitten im Regenwald und obwohl das ja ziemlich anspruchsvoll ist, die Strecke, ist es schon ziemlich cool. Also wir sind hier wirklich, wir fahren durch den unberührten Wald. Hier ist ein Weg, der hier durchführt und links und rechts davon ist es einfach zugewuchert. Du kannst da nicht reingehen. Also man könnte keinen Schritt jetzt hier von der Straße runter, weil hier einfach Dickicht und Urwald ist. Also es ist schon krass zu sehen, wie so ein gesundes Ökosystem, wie so ein Urwald eigentlich aussieht. Also wie dicht das hier ist. Das ist richtig krass eigentlich, oder? Ja, es ist mega nice. Also es ist schon ja, bis jetzt, als wir in Guinea waren wir auch schon mal so im Urwald. Aber das ist ja noch mal viel dichter und dann zum Beispiel in der Elfenbeinküste haben wir ja nur Plantagen gesehen. Also es ist schon ein sehr krasser Kontrast. Das Krasse ist ja bei diesen Straßen, wenn man da so im Matsch hängt, dann ist das, was man hier am Lenkrad macht, hat nichts mehr damit zu tun, in welche Richtung man fährt. Man kann nach da einlenken und man rutscht trotzdem nach da. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo die Reifen wieder Grip haben und dann zieht es auf einmal darüber. Da muss man richtig aufpassen. Hier sind irgendwo Menschen. Echt? Hier. Ich glaube, eine Frau ins Gebüsch gelaufen. Aber wo? Da standen einfach gerade so 4 Leute so im Gebüsch. Man hat die erst gesehen, als man an denen vorbeigegangen ist. Die müssen halt die Straße frei machen. Hier wächst auch wilder Kakao im Urwald. Hier sind die Schoten. Ganz viele Schoten dran. Ich glaube, die sind aber noch nicht reif. Und Kaffee haben wir auch schon gesehen, ne? Ja. Das ist schon cool. Es wächst ja halt einfach alles. So, die Leute werden das ja bestimmt dann hier auch ernten und nutzen. Aber es ist halt ein ganz anderes. Es ist halt ganz anders als diese Monokulturen und diese künstlichen Anbauweisen, die man halt sonst so kennt. Hier wächst es halt einfach mitten im Urwald. Oh je, jetzt kommt der Regen. Hoffentlich sind wir gleich raus hier. Gleich haben wir es geschafft, glaube ich. Yay, da ist die asphaltierte Straße wieder. We did it! Und diese Strecke hier war nicht nur richtig schön, sondern auch ein sehr guter Test für unsere DIY-Lösung für die Federn hinten an der Hinterachse. Hat sehr gut funktioniert. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie unsere Performance beeinflusst hätte. Stopp! Wo fahrt ihr lang? Wir müssen rechts. Links. Leute, wir müssen links. Bonjour. Ça va? Ah, très bien, merci. De Yaoundé. Bon, vous devez d'abord vous arrêter au bureau des douanes en ville. Ah non, pas encore. Non, vous devez rentrer en ville faire le papier de douane. Oui. Pour le traverser. Oui, c'est où? Alors, en ville, pour marcher. Mais il n'y a pas de personne là-bas. 3 km. Non, vous avez dépassé. Vous Mais il y a une autre douane là-bas, non? Non, là-bas c'est au Gabon. Oui. Ici c'est encore au Cameroun. Ah, Donc, il faut d'abord un papier pour sortir. ah. Okay. On va faire une autre douane. Okay. Wir müssen wieder zurück in diese Stadt fahren, weil da ist das Zollgebäude angeblich und man kann nur da das Kanä abstempeln. Wir sind auch an so einem Zoll vorbeigefahren. Okay, wir versuchen jetzt mal hier den Zoll zu finden und irgendwie aus diesem Land auszureisen. Wir haben es tatsächlich jetzt noch geschafft, ohne unser Visum zu überziehen, rauszukommen. Es ist 13 Uhr, ich glaube das Visum läuft bestimmt heute Nacht um 12 aus.
Also ist alles nochmal gut gegangen und ich bin froh, dass wir dieses kleine Abenteuer noch gemacht haben. Das war echt mega geil. Es war toller ungeplant, aber hat total Spaß gemacht und war jetzt irgendwie auch nochmal eine schöne Challenge. Und ja, ich glaube, Kamerun hat angefangen mit krassen Straßen und hat jetzt auch wieder so aufgehört. Also war richtig schön und wir sehen euch dann in Gabun wieder. Macht's gut. We're born to search, we're born to wander. Yeah, what's a life without some scars? If I never try, well then I'll never know. I feel it inside and I can't let it go. I'm here for the ride and the highs and the lows, the highs and the lows.